In diesem Video benutzen wir einfach mal ein Mockup und ich zeige dir, wie du jedes beliebige Bild in jeden beliebigen Rahmen bekommst. Das ist wirklich eine klasse Sache. Und wir gehen dazu natürlich an den Rechner und ich zeige dir, wie das Ganze in Photoshop funktioniert. Du kannst aber auch andere Programme dafür benutzen. Jedes Programm, was eine PSD-Datei unterstützt, ist schon mal ein gutes Programm und das kannst du dafür nehmen und das funktioniert ja fast genauso. Ich bin jetzt am Rechner und habe die PSD, die fertige, die ich schon erstellt hatte, einmal in Photoshop geöffnet, einfach nur um dir zu zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und zwar siehst du hier den Rahmen. Ja, wenn ich den ausstelle, dann sieht man halt nur die Wand ohne irgendetwas und ich kann auf diese Wand jeden beliebigen Rahmen drauf machen. Ich habe mich jetzt für einen viereckigen entschieden und ja, das liegt einfach daran, weil meine Grafik viereckig ist und ich zeige dir jetzt, wie du diese Datei möglichst gut in den Rahmen bekommst, den du dir ausgesucht hast. Dafür mache ich das mal einmal zu. Nicht speichern. So, und gehe mal auf meinen Desktop und hier habe ich die verschiedenen Dateien schon fertig gemacht. Ich habe einmal hier diese Interior-Datei, ja, also das ist dieses ursprüngliche Bild, was in dem Set dabei ist. Und da ist schon ein Bild drauf, aber das kann ich ohne Probleme ausstellen. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich mit der anderen Datei, mit den verschiedenen Canvases, ja, also mit den verschiedenen Leinwänden arbeiten und die einfach da reinstellen. Und das Ganze funktioniert auch nochmal mit Rahmen. Ja, es gibt nämlich noch eine Datei dazu. Ich hole die mal einmal hier auf meinen Desktop. Und du siehst, hier haben meine ganzen Mockups oder die ganzen Rahmen haben nochmal Rahmen, also Holzrahmen, weiße Rahmen, schwarze Rahmen, gibt es auch nochmal in dem Set dabei. Ich verlinke das natürlich hier unterm Video. Und wichtig ist aber jetzt erstmal, dass du die PSD-Datei öffnest. Ja, die machen wir jetzt einmal in Photoshop auf. Und jetzt hier siehst du, dass ich das ausgestellt habe. So sieht die ursprüngliche Datei aus. So auch nicht. So, ich mache das einmal hier. So sieht die ursprüngliche Datei aus. Ich habe hier einfach ein Frame Mockup, U-Design hier. Meistens heißt das so. Und dann gehst du einfach hier in deiner Ebenenpalette auf die Datei, die sich hier durch ein Smart Object aussieht. Ja? Also dieses kleine Viereck hier unten in der Ebenenpalette zeigt, dass diese Ebene ein Smart Object ist. Wenn du jetzt da drauf klickst, mache ich jetzt mal, dann wird das quasi rausgezogen und diese Datei kann natürlich jetzt verändert werden. Da packe ich jetzt irgendetwas Beliebiges rein und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das schließen und es ist auf meinem Rahmen drauf. Wenn ich das in diesem Fall jetzt mache, ist das hier etwas rechteckig, auf jeden Fall nicht viereckig, wie mein Bild ist. Deswegen gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Ich mache das jetzt hier mal einmal zu und stelle diese Ebene hier aus. Ja, dementsprechend habe ich jetzt überhaupt keinen Rahmen mehr hier drin. Das ist soweit gut. Jetzt machen wir hier, deswegen ziehe ich das gerade hier an den Rand, machen wir jetzt einmal die Datei mit den verschiedenen Rahmen auf. Und zwar wo die Bilder einfach nur Leinwände sind, ohne Rahmen. Ja? Also mache ich die einfach mal in Photoshop auf. Und dann nehme ich mir hier unten, da ist eine 12×12 Mockup, nennt sich das. Und dieses 12×12 Mockup ist ist halt einfach quadratisch. Und das brauche ich jetzt, ziehe mir das jetzt auf mein Bild. Wenn ich das anklicke und du hast hier oben automatisches Auswählen angeklickt, ganz wichtig. Hier, wenn du dieses Tool angeklickt hast, ja, dann wird deine Ebene ausgewählt. Und diese Ebene kannst du dann einfach linke Maustaste drücken und auf das neue Bild ziehen. Loslassen und jetzt ist mein Bild da drauf und du siehst auch schon, hier ist die neue Ebene drauf. Die andere ist ja jetzt ausgestellt. Jetzt ziehe ich mir das mal hier zurecht, wie ich das haben möchte. Vor allen Dingen möchte ich es aber auch noch viel größer haben, damit das hier richtig schön aussieht. Jetzt kann ich mal gucken, dass ich das auch mittig positioniere. Ja, so ungefähr. So. Das kann ich jetzt zumachen, brauche ich jetzt nicht mehr. Ne? Hier unten ist mein Rahmen noch drin, der bleibt mir auch immer erhalten. Den kann ich immer beliebig, welchen Rahmen auch immer ich benötige, kann ich da reinziehen und dann mit meinem Bild füllen. Also ich mache das jetzt hier mal zu und jetzt mache ich mal das Bild auf
was ich vorbereitet habe. Und zwar eins ohne den Rahmen, ohne den rosa Rahmen einfach, weil mir das in dem Fall besser gefällt, ganz einfach. Also ich nehme einfach jetzt hier mal dieses Mockup, Doppelklick auf da drauf. Es geht wieder ein Bild auf, ne, was ich dir eben schon gezeigt habe, bei dem ursprünglichen, was bereits drin ist. Und dann mache ich Umschalttaste, halte ich gedrückt und ziehe mit der linken Maustaste mein Bild da drauf. Das positioniert sich dann gleich richtig, ist richtig ausgerichtet, überhaupt kein Problem mehr. Jetzt kann ich das hier schließen und hier, das kann ich zumachen. Wenn ich das jetzt zumache, sage ich natürlich speichern. Ja, und das war schon das Ganze. Und jetzt habe ich ein richtig schönes Mockup fertig für meine Bilder, ja, die ich bei Etsy verkaufen kann. Und besser ist natürlich, du machst das jetzt nicht nur einmal mit einem schönen Mockup, ja, sondern du machst das 5-mal. 10 Bilder passen bei Etsy rein, 5 soll man mindestens haben, am besten noch mit einem kleinen Video. Video kann im Prinzip auch sein, wie du hier das da reinziehst, damit man sieht, oder verschiedene Dateien einfach hintereinander schalten, die zeigen, wie das an der Wand aussieht. Ist auch ein Video, ist völlig egal. Etsy favorisiert Videos, die Leute favorisieren Videos, also machen wir natürlich Videos. Ja, am besten 5 Stück davon in verschiedenen Umgebungen, dann kann der Kunde direkt sehen, wo kann ich mein Bild hinmachen. Mache ich das ins Wohnzimmer, mache ich das ins Schlafzimmer, passt das schön im Kinderzimmer, kann man dann natürlich am besten sehen. Ja, das war's von mir. So benutzt du ein Mockup. Gar nicht schwierig, oder? Und vor allen Dingen so unglaublich flexibel. Ne? Man kann alle möglichen schönen Sachen damit machen. Und wenn man sich damit ein bisschen auskennt, kann man natürlich auch ganz viele verschiedene damit machen. In dem Paket, was ich hier unter dem Video verlinke, sind ganz viele verschiedene Interior Designs drin. Das heißt, hier so Szenen. Ne? Manchmal ist es halt einfach nur einfach etwas aus dem Flur, wo man das hinhängen kann oder halt, wie gesagt, aus dem Kinderzimmer oder wie auch immer. Auf jeden Fall, dementsprechend kannst du dein Bild immer wieder in einen verschiedenen Raum mit verschiedenen Bilderrahmen auf verschiedenen Leinwänden setzen und hast dann eine große Anzahl an verschiedenen Bildern, die du für deinen Etsy-Shop nutzen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vor allen Dingen auch geholfen. Und wenn dem so ist, dann abonniere doch bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.